Das ist der Cinewoop Beta 95X V3 von Beta FPV. Hier die digitale Version mit Crossfire-Empfänger. Dazu gibt es eine passende 4K-Kamera, die Insta360 SMO 4K. Dazu aber später. Der Beta 95X V3 hat eine KDX Nebula V2 Vista eingebaut. Hier vorne die Nebula-Kamera und hier hinten ist das Vista-Modul. Beta FPV verwendet eine eigene kleine rote Antenne für das Modul. Es gibt auch eine analoge Version von dem Beta 95X V3 mit einer KDX EOS 2 Kamera und 25 bis 300 mW Videosender. Und hinten auch die rote rechtsdrehende omnidirektionale Antenne. Das komplette Frame ist aus einem Stück Kunststoff. Unten ist der Flugcontroller mit einem Kunststoffdeckel geschützt. Innen befindet sich noch eine Carbonverstärkung, an der die Motoren befestigt sind. Hier der Vergleich: links das alte V2-Frame und rechts das neue V3-Frame. Hier bei dem V3-Frame kann man den Deckel abnehmen und innen sieht man die Carbonarme. Alles ist aus einem gegossenen Kunststoff, der die Carbonarme umschließt. Das neue Frame ist etwa 3 Gramm schwerer als das alte V2-Frame, inklusive Schrauben und den Kamerahalterungen. Vorteil bei dem V3-Frame ist, dass man sowohl ein WOOP als auch ein Toothpick FC-Board einbauen kann. Hier das Beta FPV F4 All-in-One 20 Ampere Board. Bei dem Board steht der USB-Anschluss nach oben raus, welches durch die Abdeckung auch erreichbar ist. Alternativ könnte man ein günstigeres F4-Board hier einbauen, wobei zu beachten ist, dass der USB-Stecker auf dem Board nicht zu weit am Rande ist. Hier bei dem JM CU-Board ist der USB-Stecker gerade noch so von außen zu erreichen. Aber man muss hier die Abdeckung zurechtschneiden. Bei dem alten V2-Frame passt nun das WOOP-Board rein. Das große Toothpick-Board kann man hier nicht einbauen. In dem fertigen Beta 95X V3 ist bereits das neue F4-Board mit 20 Ampere, sogar BL Heli 32 ESCs eingebaut. All-in-One-Board, welches bald bei Beta FPV angeboten wird. An dem V3-Board ist der USB-Stecker am Rand mittig platziert und von außen erreichbar. Ein Entstörkondensator ist hier auch vorhanden. Solltest du bereits einen alten Beta 95X, V1 oder V2 haben, dann kannst du alles in das V3-Board einbauen. Es ist genug Platz für das WOOP-Stack, bestehend aus den zwei Boards, F4FC und das ESC-Board. Bei dem V3-Frame ist noch ein Akkustrap dabei, zwei Kamerahalterungen für eine 14 mm und sogar für eine 19 bis 20 mm Kamera wie die DJI-Kamera. Schrauben für die Motoren sind vorhanden mit einem Akku-Silikonpad und zwei Schaumstoffpolster in Rot oder Schwarz, um es an das Frame zu kleben. Bei dem fertigen Beta 95X ist auch die Halterung mit 20 mm vorhanden. So hast du die Möglichkeit, hier die bessere DJI-Kamera einzubauen. Die digitale HD-Version von Beta 95X wiegt 117 Gramm. Empfohlen wird ein 450 mAh 4S-Akku, dann bin ich bei 168 Gramm. Nehme ich noch die 4K SMO-Kamera dazu, sind es exakt 200 Gramm. So kann ich tolle 4K-Videos mit der Flow-State-Stabilisierung von Insta360 aufnehmen. Die Kamera alleine wiegt nur 32 Gramm, da diese kein Display und kein Akku hat. Ein Stromanschluss und ein Haltegriff ist an der Kamera vorhanden. An dem Quad ist die passende Halterung und die Kamera wird mit einer Schraube festgemacht. Die Neigung ist individuell einstellbar. Über den Stecker wird die Kamera mit Strom versorgt und kann per Funke ferngesteuert werden, also die Videoaufnahme gestartet und gestoppt. Zusätzlich befindet sich noch ein Adapter, um eine GoPro Lite Kamera hier zu nutzen.
Ich habe hier eine GoPro 7 Lite, bei der nur eine Halterung fehlt, die man sich mit einem 3D-Drucker machen kann. Eine GoPro-Kamera ist etwas leichter als die SMO-Kamera und von der Größe ist die GoPro-Kamera etwas kleiner. Der Beta 95X V3 hat die gleichen 1106 Motoren wie bei der V2-Version, aber mit nur 3800 statt 4500 kV. Dafür sind 5 Blatt-Propeller eingebaut. Das Vista-Modul muss zuerst aktualisiert werden. Hierzu gibt es einen 90 Grad USB-C-Adapter, um das Modul mit dem PC verbinden zu können. Der USB-Stecker vom Flugcontroller ist auch versteckt und benötigt ebenfalls einen USB-Adapter für den Anschluss an ein USB-Kabel. Wer möchte, kann das rote Schaumstoffpolster gegen ein schwarzes austauschen. Das Polster schützt gut das Frame und bringt nur 2 Gramm mehr Gewicht. Jetzt aber zu der Einrichtung vom Quad. Für die erste Einrichtung benötige ich natürlich die DJI FPV-Brille. Meine hat die iFlat Crystal Patch Antenne mit den kleinen omnidirektionalen Antennen. Diese Antennen sind auf jeden Fall besser als die Original von DJI. Geflogen wird nicht mit dem DJI-Sender, sondern mit einem Radiomaster TX16S-Sender, bei dem ich ein Crossfire-Modul eingesteckt habe. So bekomme ich die beste Reichweite. Beta FPV empfiehlt einen 450 mAh 4S-Akku. Ich habe hier einen Tattoo-Akku. Bevor es weitergeht, lade ich zuerst den Akku mit einem ISDT-Ladegerät auf. Ein Adapter von XT60 auf XT30 wird benötigt, um den Akku mit dem XT360-Stecker aufzuladen. Der Akku wird mit Zweifachkapazität, also 450 mAh mal 2 ergibt 0,9 Ampere, aufgeladen. Ich nehme hier 1 Ampere, was nicht zu viel ist. Nun werde ich das Vista-Modul aktualisieren. Dazu gibt es einen USB-C 90 Grad Adapter, weil der Anschluss vom Vista-Modul sich am Propellerschutz befindet. Hier sollte man sehr vorsichtig den USB-C-Adapter in das Modul reinstecken, sodass man nicht die Buchse vom Modul abreißt. Das USB-C-Kabel stecke ich an den Adapter und schließe zuerst den Akku an. Am Laptop starte ich den DJI Assistenten 2, stecke jetzt den USB-Stecker in den Computer ein. Im Programm erscheint meine DJI FPV-Lufteinheit. Beim Anklicken muss zuerst die Lufteinheit bei DJI Online aktiviert werden. Hier bestätigt man zweimal, dass man den Infotext gelesen hat. Meine DJI-Brille ist bereits aktualisiert, so muss ich nur das Modul aktualisieren. Die Benutzerumfrage breche ich einfach ab. Die aktuelle Firmware wird zuerst geladen, dann auf das Vista-Modul übertragen und anschließend wird das Update ausgeführt. Die Prozedur dauert mehrere Minuten. Hier sollte man unbedingt das Vista-Modul kühlen, sonst schaltet sich das Modul wegen einer Überhitzung ab und dann klappt das Update nicht. Nun ist das Vista-Modul aktualisiert und ich kann den DJI-Assistenten beenden. Akku raus und vorsichtig den USB-Stecker entfernen. Ich schalte jetzt die DJI-Brille ein und stecke den Akku in den Beta 95X ein. Nun kann ich das Koppeln bei der Brille aktivieren. Hier findet man neben dem Stromstecker ein kleines Loch. Die Brille geht in den Bindmode und piepst. An dem Vista-Modul befindet sich links neben der USB-Buchse ein Bindschalter, den ich einmal drücken muss. Nun ist die Brille verbunden und ich bekomme ein Live-Bild in der Brille. Hier sieht alles gut aus, aber ich habe nur 25 Mbit Übertragung. Die Einstellung findet man bei der Übertragung. Aber hier ist der Bitrate-Schalter grau hinterlegt und kann nicht geändert werden. Die 50 Mbit Übertragung funktioniert nur in FCC-Mode, also muss ich wieder das Vista-Modul an das Laptop anschließen. Auf dem Desktop erscheint das USB-Laufwerk von dem Vista-Modul. Hier erstelle ich eine Textdatei mit dem Namen nano.txt, in der nur eine 1 eingetragen ist. Diese Datei wird auf das Vista-Modul geschrieben, also auf das USB-Laufwerk kopiert. Mit der Datei schalte ich in den FCC-Modus um.
und kann das Modul dann mit 50 Mbit nutzen. Das Vista-Modul wieder ausschalten und den Akku wieder anschließen. Zuerst aktiviere ich das eingestellte OSD von Betaflight. So werden jetzt mehr Informationen auf dem Bild angezeigt, wie RSSI-Wert. Gehe jetzt auf die Übertragung und kann endlich unter Bitrate auf 50 Mbit einstellen. Noch ändert sich nichts. Ich stelle noch unter Geräte auf 25 mW Sendeleistung um, weil mehr hier nicht erlaubt ist, und prüfe unter Player, welcher Kanal benutzt wird. Ist wie hier der Public-Kanal aktiv, sendet das Modul immer mit 25 Mbit. Also schalte ich auf ein anderes Kanal um. Und nun habe ich endlich 50 Mbit Bildübertragung. Rechts unten sieht man die 50 Mbit Anzeige. Nun kann ich endlich den Crossfire-Sender mit dem Beta 95X koppeln. Der Crossfire-Empfänger befindet sich unten. Die Antenne ist am Propellerschutz montiert, eine schöne, saubere Lösung. Auf der Funke gehe ich in die Systemeinstellungen. Unter Tools findet man das Crossfire-Konfigurationsskript. Starte das Skript und schließe den Akku am Quad an. Die rote LED leuchtet. Öffne jetzt MikroTX und drücke auf die Bind-Schaltfläche. Nach ein paar Sekunden sollte der MikroTX-Modul den Nano-Empfänger finden und fragt mich, ob ich den Empfänger aktualisieren soll. Ich bestätige mit OK. Die neue Firmware wird auf den Empfänger übertragen. Der Empfänger blinkt, solange die neue Firmware aktualisiert wird. Sobald der Empfänger gebunden ist, leuchtet die grüne LED dauerhaft. Jetzt ist der Crossfire-Empfänger gebunden. Ich sehe nun den Nano-Empfänger in der Liste und klicke drauf. Der Empfänger ist auf 8 Kanäle eingestellt. Ich stelle kurz auf 12 Kanäle um und lege auf dem Kanal 12, sobald er zu sehen ist, mein RSSI-Signal. Noch sinnvoller ist die Verbindungsqualität LQ. Ich schalte wieder auf Kanal 8 um. Auf Kanal 12 bleibt aber weiterhin der Pegel der Verbindungsqualität, den ich dann per OSD in der FPV-Brille angezeigt bekomme. Hier ist es sinnvoll, den RF-Profil auf 150 einzustellen, für die schnellere Crossfire-Übertragung. Die Verbindungsqualität LQ sollte dann in der FPV-Brille nicht unter den Wert 30 fallen. Unter 30 würde das ein Failsafe bedeuten, was ja mit Crossfire eigentlich nie passiert. Kurzer Test, Akku raus und die Funke erkennt die Unterbrechung zum Empfänger. Auf der Funke verwende ich die Kanalreihenfolge TAER und habe 4 Schalter belegt auf den Kanälen 5 bis 8. Schalte SF für Motoren an, schalte SC für Flugmodus Engel, Acro und den Piepser, schalte SB ist für den Flip-Over After Crash Modus. Schalte SA ist für das Starten der Videoaufnahme auf der externen SMO 4K oder der GoPro-Leitkamera. Nun zur Betaflight-Konfiguration. Der USB-Stecker befindet sich hier an der Seite an dem Propellerschutz. Hier wird der 90 Grad USB-Adapter vorsichtig eingesteckt. Ein USB-Kabel dran und ich lege den Beta 95X auf eine waagerechte Fläche, hier auf einem Klebeband. Stecke jetzt das USB-Kabel an das Laptop an. Unter Betafly prüfe ich, ob sich das Flugmodell bewegt und rufe das Kalibrieren vom Beschleunigungssensor auf. Hier sollte der Quad richtig waagerecht liegen. Unter der Konfiguration sehe ich, dass bidirektionales D-Shot nicht aktiv ist, kann aber zuerst so bleiben. Der Crossfire-Empfänger ist ausgewählt und das Motorpiepsen ist aktiv. Unter PD-Einstellungen lasse ich zuerst alles so original da. Bei dem Empfänger prüfe ich, ob die Kanalreihenfolge TAER eingestellt ist und stecke jetzt den Akku rein, um den Empfänger zu testen. Okay, die Funke funktioniert. Die Signalqualität wird auf AUX 8 ausgegeben und ist dem RSI-Kanal 8 zugeordnet. Unter Modi sind alle Schalter eingerichtet, wie der Schalter für Motoren, Arm, der Schalter 2 für das Modus, Engel, Acro und den Beeper. Schalter 3 ist für Flip Over After Crash und der Schalter 4
Hier User 2 ist für das Starten der Videoaufnahme auf der SMO 4K Kamera. Also war alles unter Betaflight richtig voreingestellt. Nun kann ich den ersten Schwebeflug machen. Alles ist wunderbar und der Quad lässt sich richtig steuern. Ist zwar laut, aber nicht so laut wie ein großer 3 Zoll Cinewhoop. Das ist hier das Bild der DJI-Brille von der Nebula-Kamera. Um überhaupt in der Wohnung im Angle-Mode zu fliegen, habe ich hier die RC Expo bei Drehrateprofil sehr niedrig von 0 auf 0,30 eingestellt. Und bei Profileinstellung habe ich den Angle-Winkel von 50 auf 40 reduziert. So lässt sich der Beta 95X gut auf engen Raum fliegen, aber perfekt ist er noch nicht eingestellt. Ich hoffe, dass ich den Beta 95X V3 bald draußen ohne Regen fliegen kann.